Herzlich willkommen, liebe Freunde bei Cargold, zu unserem neuen Dreh im neuen Jahr 2021. Ich möchte euch dazu nochmal alles Gute wünschen, viel Glück. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Uns kann ja eigentlich nur besser werden als das Jahr 2020. So, und wir beginnen jetzt heute mit einem ganz tollen, ganz besonderen Auto, was wir hier haben. Das ist nämlich ein Citroën DS19, eine echte Usine. Oft werden die ja abgeschnitten, sind also nicht erst, sieht zwar echt aus, die sind aber nicht echt. Das Auto hier ist hundertprozentig echt. Wir haben eine Werksbestätigung von Citroën. Und ich möchte euch jetzt gleich mal ein paar Dinge zeigen, weil der Wagen ist wirklich in einem fantastischen Zustand. Er ist voll restauriert worden und das haben wir alles dokumentiert. Wir fahren jetzt auch gleich mit dem Auto. Aber ich hole euch mal ganz kurz vorab eine Unterlage, von der ich meine, dass ihr sie wirklich sehen müsst. Also einmal haben wir hier ein Gutachten von dem Auto, was sehr, sehr umfangreich ist, mit Fahrgestell nochmal mit allen. Dann haben wir eine Bestätigung, kleinen Moment, hier von Citroën, dass es sich wirklich um das original gebautes Auto DS19, um ein Original-Cabriolet handelt. Original Attestation de date pour véhicule de collection. Eine Usine, eine Original-Usine, wie gesagt, keine abgeschnittene. Und was vielleicht noch sehr, sehr interessant ist hier zu zeigen, das können wir aber auch später nochmal machen. Jetzt habe ich hier ein bisschen gefummelt mit meinen Blättern. Moment. So, wir haben hier ein Dokument, aus dem ihr hier ersehen könnt, wie das Auto mal aussah. Der ist übrigens fast immer in Deutschland gewesen. Wir haben noch den originalen Pappdeckelbrief. Und wie ihr dann hier im Weiteren sehen könnt, mit welcher absoluten, die Maschine ist gemacht, die Achsen sind gemacht, der gesamte Vorderwagen, die Karosserie ist komplett entlackt worden. Es ist wirklich alles neu gemacht worden an diesem Auto. Es ist alles perfekt fotodokumentiert. Das sind bloß Kopien. Wir haben die Originalbilder dazu. Also es ist wirklich alles neuwertig und es befindet sich in einem Zustand, wie das Auto seinerzeit das Werk in Frankreich verlassen hat. Und wie gut ein so schöner Citroën fährt. Der hat ja Luftfederung. Das ist ja was ganz Besonderes, hat es ja in der Zeit, der Wagen ist 1964 gebaut worden, überhaupt gar nicht gegeben. Das werden wir euch jetzt gleich zeigen. Ich hoffe, das Wetter macht mit. Wir haben hier ein bisschen Frost, aber die Straßen sind trocken. Da habe ich eben gerade nochmal eine Tour gemacht, habe mal angeguckt, dass auch alles trocken ist, dass wir kein Salz ans Auto bekommen. Das ist der Fall und jetzt fahren wir zusammen los. Das wird bestimmt interessant. Also erstmal muss ich sagen, man sitzt hier in dem Auto wirklich wie auf einem Sofa. Das ist wirklich fantastisch. Dieser Citroën, dafür waren die ja damals weltberühmt, dass sie in den 50er Jahren ein völlig neues Format entwickelt haben. Das war dieser Citroën. Und da kann ich nur sagen, so ein Wagen ist wirklich einmalig. Man sitzt wie in einem Sofa, super gemütlich. Er hat ja eine Vierzylindermaschine, leistet damit 83 PS und soll sagenhafte 160 Stundenkilometer schnell gewesen sein. Aber das fährt man mit so einem Auto ja eigentlich nicht. Es ist ja ganz gemütliches Reisen. Man sagt ja, man lebt wie Gott in Frankreich und das Gefühl, was man hier hat, ist wirklich total exklusiv. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ein originales Cabriolet noch nie gefahren. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich heute so ein Auto fahre. Und ich kann euch sagen, das Gefühl, was man hat, das ist ein göttliches. Das ist total weich. Der Motor ist vielleicht ein bisschen rauer, ist ja auch kein Sechszylinder. Aber wie er so fährt, er gleitet richtig, hat ja dieses wahnsinnig exklusive, schöne Lenkrad, wie ihr hier sehen könnt. Dann ist dieses Armaturenbrett sehr, sehr elegant, wie das ganze Auto ja sehr, sehr elegant designt ist, so auch das Armaturenbrett. Wir fahren hier gerade gemütliche 60, 70 Stundenkilometer. Also wenn man ein solches Auto bewegt, ein solches Automobil, ist man wirklich ein automobiler Individualist. Anders kann man das nicht beschreiben. Das ist sehr, sehr individuell. Er hat eine Viergangschaltung. Ich schalte jetzt mal zurück. Bei uns ist es ja doch ein bisschen gebirgig, das sind die Franzosen nicht so gewöhnt. Aber er macht das wunderbar, er schnurrt schön. Das Tolle an dem Auto ist einfach, dass er unglaublich elegant ist. Es ist ein Auto für Individualisten und das ist auch heute noch so. Deswegen wenn es sich um ein originales, also um ein echtes Cabriolet handelt, die werden sehr, sehr hoch gehandelt. Es gibt nur sehr wenige davon.
ein paar wenig 100. Das ist einer von ihnen. Ist übrigens gebaut worden, ist ein Auto der M-Serie aus dem Jahr 1964. Und das Tolle an dem Wagen, er ist wirklich neuwertig restauriert. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht bei den Fotoaufnahmen. Er schaukelt so ein bisschen, er ist wahnsinnig gut gefedert. Es macht einen unglaublichen Spaß, mit diesem Auto hier entlang zu gleiten. Das bin ich sonst gar nicht gewöhnt. Ihr kennt ja sicherlich meine anderen Videos. Da geht es teilweise ruppiger und härter zur Sache. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber ich muss ehrlich gestehen, das macht wirklich Spaß, mit so einem Auto zu bewegen. Und es gibt da mein Gefühl, was ich sonst bei anderen Autos so nicht kenne. Also es ist wirklich außergewöhnlich, das muss ich wirklich sagen. Er hat eine sehr, sehr charmante Handschaltung hier oben rechts, Lenkradschaltung 4 Gang. Ist ja üblicherweise so, dass sie am Lenkrad ist, vielleicht nicht. Das begann man dann ja in den 60er Jahren zu ändern. Aber das Auto, also man sitzt klasse, schaut mal hier diese schönen Details, wie der Griff designt ist aus schönem Chrom, mit welcher Eleganz. Hier kann man das Lenkrad öffnen, das Fenster öffnen, das lassen wir aber heute, weil es ein bisschen kalt ist. Wir haben draußen minus 2 Grad, wir wollen mal nichts provozieren. So, jetzt sind hier etwas scharfe Kurven, geht es hier in Söllhuben bei uns die Kehre hoch. Aber man sitzt sowas von gemütlich hier drin, das ist auch eine tolle Sitzposition. Was übrigens interessant ist, er hat diese wunderschöne Panoramascheibe. Das heißt, der Wagen gibt einem auch durch die großen Kotflügel vorne, dessen Ecken man sieht, eine ganz tolle Übersichtlichkeit. Also man fühlt sich in dem Auto wirklich sehr, sehr gut wieder. Es ist hier schon eine heftige Steigung. Auch der Fahrradfahrer hier vorne hat seine liebe Not, hier hochzukommen. Dann darf man das unserem älteren Herrn hier auch kredenzen, dass er hier nicht sofort hochkommt, so schnell. Also laufen tut das Auto wirklich vorzüglich. Man merkt auch, dass alles neu ist bei dem Wagen. Die Achsen, die Technik, das Getriebe, Schaltung, es ist alles gemacht und es ist alles fotodokumentiert. Und jemand, der sich was Feines, Exklusives, Französisches leisten möchte, der hat hier genau das richtige Auto. Das Tolle ist ja an dem Wagen, man kann ja auch im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist als heute, kann man ja auch das Dach abmachen und hat dann diese wunderschöne Linie. Ob wir uns heute trauen, offen zu fahren, das müssen wir gleich mal sehen. Es hat etwas unter 0 Grad. Aber wie gesagt, zum Glück trockene Straßen. Das Tolle ist, wie schön der schaukelt. Das ist diese Luftfederung, die was Besonderes ist. Ich meine, die ist auch technisch nicht immer ganz unproblematisch. Das muss immer gut gewartet sein. Da muss man dann schon schauen. Aber aus dieser Zeit hat ja nur noch Mercedes eine Luftfederung gehabt. Das waren damals die 300er Modelle, 300 SE, 300 SE, kennt ihr sicherlich aus meinen Filmen. Und das hat dieses Auto auch. Aber fahren, also wirklich, das macht Spaß. Also ich sag mal, das ist ein Fahrgefühl, das habe ich bei unseren anderen Oldtimern sonst so nicht. Das ist was Außergewöhnliches, muss ich wirklich sagen. Ein echt schönes Fahrzeug. Macht absolute Spaß zu fahren. Diese schönen Rundinstrumente. Es ist ein total gemütliches Fortbewegen in diesem Auto. Das ist wirklich faszinierend. Es macht Spaß. Diese Art von Reisen, die kenne ich gar nicht. Sowas von relaxed und entspannt und wirklich angenehm. Ja, er schnurrt wirklich schön vor sich her. Ist eine ganz andere Art Autofahren. Also ich kann wirklich verstehen, dass es Fans gibt für diese Autos. Muss ich wirklich sagen, ist eine andere Art Auto als das, was wir üblicherweise haben. Ist wirklich was Außergewöhnliches. Und ich kann verstehen, dass es eine ganze Menge Fans gibt, die sagen, ich will nur so ein Auto haben, weil das ist wirklich was Besonderes. Also von der Art des Fahrens, wie man fährt, man fliegt eigentlich so ein bisschen über den Asphalt. Er fährt sich ganz gemütlich, ein ganz unaufgeregtes Auto. Er hat nicht so den richtigen gerade Auslauf, aber ist ja ein Franzose. Ich meine, das war damals so, das war auch nicht so schlimm. Man muss halt ein bisschen genauer fahren, dann geht das auch wunderbar. Das Auto ist ja immer 1964 gebaut, das heißt, der Wagen ist jetzt 55 Jahre alt. Das darf man nicht ganz vergessen. Aber so zum Dahingleiten und wirklich Freude haben, die Natur zu genießen und diesen schönen Wagen auf sich wirken lassen, ist das Gefühl, was er einem gibt. Das ist toll, das ist außergewöhnlich. Und das tun ganz wenige Autos. Kenne ich sonst von anderen europäischen Autos eigentlich überhaupt nicht.
hochmodern gemacht, man sitzt klasse drin, tolles Gefühl beim Fahren, wunderschönes Ambiente und der Wagen ist gemütlich. Das Auto entschleunigt einen, also das Gefühl habe ich. So, jetzt geht der Tacho nicht mehr. Hallo? Ja, also unsere tolle Probefahrt, die etwas außergewöhnlich war heute bei diesen schattigen Temperaturen, die neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Ich kann aber sagen, das war eine sehr gemütliche Probefahrt, die mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Das war mal was ganz anderes als die normalen Probefahrten. Man hat eigentlich auch gar keine Lust, mit dem Auto schnell zu fahren. Ich glaube, der würde schon schneller fahren, aber irgendwie hat man gar keine Lust dazu. Bin also sehr gemütlich geschwebt, jetzt keine Heimat. Spaß gemacht hat es mir. Das war die erste Probefahrt des Jahres 2021. Wie immer, Freude, euch dabei gehabt zu haben. Ich hoffe auch, das hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben gemerkt, dass wir starken Zuspruch haben. Also ich gebe mir wirklich, verspreche euch, noch mehr Mühe demnächst. Ich meine, ich habe Reporter nicht gelernt, aber ich werde mich noch besser einlesen in manche Dinge und werde versuchen, das noch besser zu machen. Und ihr könnt euch freuen auf viele neue tolle Autos, die wir euch dieses Jahr noch zeigen werden. Das werden wir regelmäßig jetzt jede Woche machen. Wir haben heute das Glück, es liegt ja so ein kleines bisschen Schnee und das Auto ist ja schwarz. Dadurch könnt ihr diese Konturen dieses wunderschönen, eleganten Wagens auch wirklich gut sehen. Schwarze Farbe, weinrotes Dach, weinrotes Leder, auch farblich ganz toll elegant gemacht. Ein kleines Detail, was ich euch noch zeigen möchte, das sind diese außergewöhnlich schönen Radkappen mit angedeuteten Zentralverschlussrädern. War damals ein Extra, hat nicht jeder gehabt, unser Fahrzeug hat das. Sieht wirklich fantastisch schön aus und verleiht diesem Auto diese tolle futuristische Linie. Also schaut euch das mal an, das ist wirklich, die Göttin hieß hier das Auto. Man sagte immer die Göttin und das kann man wirklich sagen, ein unglaublich elegantes Automobil. Wenn man sich die ganzen Details bei diesem Wagen anguckt, das ist alles futuristisch designt und war Ende der 50er Jahre überhaupt noch nicht üblich. Seht euch mal diesen irren Blinker an hier. Hier oben Chrom, hier gelb, hier wieder in Chrom gefasst, wie so ein Dreieck. Das ist irre gemacht. Dann hier die wunderschönen Rücklichter. Hat es auch zu der Zeit überhaupt nicht gegeben, in dieser ganz tollen, massiven Chromeinfassung hier. Also jedes Detail, wenn man da mal genau guckt, ist Art Deco, ist klasse gemacht. Das muss man der Firma Citroën wirklich lassen. Auch hier die kleinen, edlen beiden Auspuffröhrchen sind ja üblicherweise dicker und größer und kommen gerade raus. Nein, man hat es alles elegant gelöst. Auch hier dieser tolle Chrom, das ist übrigens alles neuwertig. Für den es interessiert, da ist nichts kaputt dran. Dieses niedliche kleine Lämpchen, die Seitenbegrenzung hier die Lichter für die Nummern, für die Nummernschildbeleuchtung, das ist alles toll gemacht. Hier die Zacken von Citroën, klar erkennbar, hinten auf dem Deckel und hier die Öffnung für die Motor, für den Kofferraum. Also wenn ihr euch das Design alleine des Hecks anguckt, das ist einfach fantastisch gemacht. Ganz, ganz selten, dass sich jemand mit so viel Liebe daran gesetzt hat. Auch hier diese kleine Lampe, die hört hier nicht einfach auf, sondern die führt in dieser tollen Chromleiste weiter bis da vorne, geht hier vorne über in dieses tolle Dreieck und dann werden daraus 2 Chromleisten. Also wenn ihr euch das im Detail anguckt, mit wie viel Liebe dieses Auto designt ist. Also ich meine, Paris ist ja nicht umsonst die große Stadt der Mode, sag ich mal. Da sind ja weltweit die berühmtesten Namen à la Dior und wie sie alle heißen. Das ist Pariser Schick, kann man wirklich sagen. Ein wirklich schickes Auto. Und da könnt ihr gucken, wo ihr wollt. Ob ihr guckt, wie der Innendesign ist, dieses wunderschön designte Armaturenbrett, dieses elegante Dach, diese typische Dachform, wie das Fenster eingelassen ist, die Fensteröffnerung. Das sieht ja auch in gewisser Weise sehr, sehr dynamisch aus. Und wenn ihr euch mal überlegt, vergleicht man ein Ponton-Cabrio aus der gleichen Zeit, aus den 50er Jahren mit dem Auto, da sind ja Welten dazwischen, Unterschiede dazwischen. Also ist ein wahnsinnig eleganter, sehr schicker Wagen. Und da es sich hier um ein echtes Cabriolet handelt, sehr, sehr selten. Das ist was Besonderes. Auch die Stoßstangen hier sehr, sehr markant. Also ich glaube, niemand kennt eine Stoßstange, die so aussieht. Wer das sieht, der weiß sofort, ist ein Citroën. Also das ist ja das Markenemblem praktisch geworden. Es hat diese Limousinen und Cabrios, also Cabrios gab es ja sowieso nur wenig, aber als Limousine gab es das Auto öfter oder auch als Kombi. Daher kennt man das, aber das hat ein so außergewöhnliches Design, erkennt sofort jeder wieder. Dann diese toll eingelassenen Chromnebellampen, auch wunderschön, wie ich finde.
Also designtechnisch absolut klasse Auto und ist ja zu der Zeit damals was ganz Futuristisches, was Hochmodernes gewesen. Das ist in den 50er Jahren konzipiert worden und das war 1975 noch topmodern. So, das ist jetzt unser Motor von unserer Citroën Usine. Hier vorne auch ein sehr, sehr eigenwilliges Ersatzrad. Da hinten ist der Motor. Den könnt ihr auch wirklich ansehen, dass er wirklich ist. Es ist alles neu gemacht. Ein Vergaser, 2 Liter Hubraum, hat das Aggregat 82 PS geleistet. Und wenn man hier im Detail guckt, das ist alles wirklich restauriert, alles toll gemacht. Belege sind da, man sieht, dass das alles neuwertig ist. Also das ist ein Auto, an dem ihr sehr viel außergewöhnliche Freude haben werdet. Befindet sich alles im guten Zustand. Es ist kein 6-Zylinder mit 200 PS. Das hat er nicht. Aber das ist bei der Art des Fahrens bei dem Auto auch überhaupt nicht nötig. Der Wagen mit seinen 80 PS, der fährt so gut. Also ich hatte eben nicht das Gefühl, dass ich den über 100 fahren möchte. Oder 120. Ich glaube, schneller will man den Wagen gar nicht fahren. Das reicht auch vollkommen mit dem Auto. Das fand ich eben faszinierend. Das ist mein erstes Usine Cabrio, was ich gefahren habe in meinem Leben. Interessantes Auto, wirklich. Und nun eine interessante Frage, was kostet so ein Auto? Die werden drumherum 200.000 € gehandelt, wenn sie denn wirklich echt sind, was selten ist. Der ist echt. Also könnt ihr euch ungefähr den Preis vorstellen und über den letzten Euro trinken wir schöne Tasse Kaffee, kommt er mich besuchen und da wären wir uns schon einig. Also wer sowas wirklich original und gut erhalten und top restauriert haben möchte, da ist unser Wagen, DS19 von 1964. So, hier noch ein paar schöne Details zu diesem wirklich schönen Auto. Er hat sehr, sehr schönes, weiches Leder und die Sitze sind ganz toll aufgepolstert. Das ist unüblich, man hat vielleicht nicht den perfektesten Seitenhalt, aber man fährt das Auto auch nicht schnell und dafür sind diese Ledersitze klasse gemacht. Auch hier, wie man so sitzt, also das ist wie in einem Salon, wo man schön zu Abend diniert. Man sitzt einfach erstklassig und so gefahren zu werden, das ist was Besonderes. Auch hier dieses ganze Armaturenbrett, wenn ihr euch das bitte mal anschauen wollt. Auch dieses Bäckerradio, wie das hier eindesignt ist, alles sehr, sehr futuristisch und sehr edel gemacht. Auch diese riesige Panoramascheibe, wie es hier zusammenläuft. Also ich sag mal, das hat ein Design, dieses Auto, wie es zu seiner Zeit in den etwas verstaubten 50er Jahren, da ist der Wagen ja dann entwickelt worden, eigentlich noch gar nicht gegeben hat. Dann hier dieser Knick, der sich auch durchzieht durch das ganze Armaturenbrett. Hier oben wunderschön elegant gelöst die Armaturen. Hier ist die schöne Uhr. Das sind übrigens alles Jäger-Instrumente, wie man hier auch sehen kann. Auch hier Jäger ist eine sehr, sehr noble, hochwertige Marke. Hier für Öl, hier Wasser und hier vorne Sprit. Und hier der große Drehzahlmesser, schön angewinkelt, das Armaturenbrett. Man kann es auch sehr schön ablesen. Es hat auch eine schöne, angenehme Nähe zum Fahrer. Hier ist die sehr gemütliche Schaltung. Also wenn ich eben geschaltet, wenn ich gefahren bin, da konnte ich meinen Arm hier ablegen und habe so ganz locker schalten können. Extrem entspannt dieser Wagen. Und dann dieses irre, tolle Lenkrad. Citroën, typisch, kennt jeder. Ist was ganz Besonderes. Ich glaube, ich kenne keine andere Marke mit so einem irren, tollen Lenkrad. Lenkt sich aber super und es ist etwas ganz Elegantes. Das Auto ist was Besonderes. Wenn ihr Ideen habt oder auch mal ein paar tolle Autos für uns habt, wo ihr sagt, das ist was für euch zum Verkaufen, ich habe da was gehört, ruft mich gerne an, 08036 und dann die 7004 oder im Internet cargold.com. Das kennt jeder. Alles Gute, vielen Dank, bis zum nächsten Dreh. Ciao.